Hallo zusammen und herzlich willkommen auf Home Defense 24 in Kooperation mit Fischer Stuff. Heute geht es ein bisschen ans Eingemachte, in die Details vom TechMac. Und zwar, wenn sich jetzt jemand ein neues Zubehörteil von Umarex gekauft hat, wie jetzt hier der X-Tracer. Ich habe ihn bloß schon ein bisschen zerlegt, dass man nachher sieht, wie der Zusammenbau geht. Und möchte jetzt sein vorhandenes TechMac, wie hier jetzt zum Beispiel das T4T für die Tuning-Trommeln, verwenden mit dem X-Tracer. Wie baut man das Ganze um? Und das ist eigentlich relativ simpel und ich zeige euch das jetzt mal kurz. Um es ein bisschen besser sichtbar zu machen, habe ich jetzt die Waffe in der Orangenfarbe genommen, da sieht man den Unterschied ein bisschen besser. Es gibt von mir für einen X-Tracer und es gibt es dann zum Umbau Teil dazu, so einen kleinen zum Aufschieben auf die Original-Pika, weil der X-Tracer nicht ganz bis hinten hingeht. Wenn man das jetzt sieht, die zwei Halbschalen, wenn man die dann da einsetzt, mal schauen, so, und das andere da drauf. Ich verschraube es jetzt nicht, ich setze jetzt bloß den X-Tracer auf, der hält das Ganze auch, damit das ein bisschen flotter geht. Wenn man es richtig verwendet, dann muss man natürlich hier die 4 Schrauben auch einsetzen, ne? Und das Ganze verschrauben, dass es stabil an der Waffe ist. So, jetzt geht die Picatinny-Schiene bis hinter und ich kann dann die neue, ich habe es schon mal vorbereitet, ein T4T mit der Schiene für den X-Tracer. Da kann man es einfach auch wieder bis hinter schieben und hat es ganz gewohnt an der Waffe, wie sonst auch. Es wackelt nicht, es ist ganz hinten und es sitzt richtig fest und lässt sich ganz schnell wieder austauschen. So, wie geht der Umbau? Man bestellt sich dieses Teil dazu, wenn man den X-Tracer hat. Zu dem Teil kommt dann die kleine Picatinny-Verlängerung mit dazu. Und dann braucht man bloß noch einen Schraubendreher, in dem Fall Kreuzschlitz. Und dann muss man natürlich die Trommeln aus dem TechMac entladen, rucki zucki. Und dann sieht man von der Unterseite hier schön die Schrauben und die löst man einfach. Das kann jeder, der ein kleines bisschen handwerkliches Geschick hat, ganz leicht selber machen. Man braucht sie auch gar nicht ganz rausdrehen, weil man nimmt sie ja dann wieder her für die neue Schiene. Ich schraube die mal kurz mit raus, dann ist das komplett. Ja, das eine weglegen und jetzt ist bloß noch wichtig, wie rum gehört's. Im Prinzip liest man immer den Schriftzug Little Baby, beziehungsweise die Nocken, die sind vorne und auf der Seite muss der Verschluss sein und dann hat man es richtig rum. Die längere Seite nach hinten. So dreht man das Ganze um, legt es auf den Tisch oder hält es in der Hand, wie auch immer, wie es einem beliebt. Und dann zieht man die Schrauben wieder an und hier sei noch vermerkt, nicht mit Gewalt anziehen. Das ist Kunststoff und kein Metall, also ein bisschen vorsichtig mit Gefühl. Sie dürfen fest sein, aber man braucht sie nicht mit Gewalt anziehen. Die halten auch so ganz gut. Die letzte. Und schon ist das Ganze verschraubt und kann jetzt in dem Fall, wie das Teil hier, da dran gemacht werden. Dann nimmt man die Trommeln. Wenn man ein bisschen vorsichtig ist, kann man die schön mit einer Hand reinlegen, gleichzeitig eindrücken und drin. Dann haben wir noch eine zum Nachladen. So, und schon funktioniert das Ganze. Trommel raus, so wie man es kennt. Hinterschieben, einlegen, fertig. Okay, das war's dann für heute zu diesem Teil. Mal gucken, ob ich noch ein paar andere Detailvideos mache von den Handhabungen jeweils, wenn irgendwie was Neues gibt. Okay, vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal. Ciao.